Gut, Mädels, wir gucken hier mal als allererstes rein. Was habt ihr gesagt? Wait, Wingspan. Was hast du gesagt? Ab welcher Minute? Bei Minute 11 kommt Jokic. Bei Minute 11 kommt Jokic. Okay. That was probably one of the better NBA template builds. Then we got Jokic, another good NBA template. Ja, okay, gucken wir mal. Er hat die 95 Close Shot, das, was ich die ganze Zeit meine, was ich unbedingt haben will. 80 Driving Layup. 70 in Driving Dunk. Das würde ich sogar vielleicht nochmal mehr runternehmen. 80 Standing, 83 Standing Dunk. Ich glaube, da würde ich nur auf 80 gehen, ne, weil reicht eigentlich. 95 Post Control, das ist halt übel nice, ne. Der hat aber auch 80 Dreier. Also dieses Jahr ist der Beat auf jeden Fall ein bisschen besser als letztes Jahr. Der Standard-Beat von dem. Der hat halt auch 89 Midrange, Bruder. Der hat halt genau die Werte, die ich eigentlich haben will, ne? Aber ich glaube, ich werde da ein bisschen was bei Dunk wegnehmen, Digga, ein bisschen mehr in die Defense reinpacken. Vor allem ein bisschen mehr in den Offensiv-Rebound. Aber sieht aber gut aus. Sieht aber gut aus, Bruder. Ich glaube, ich werde viel Spaß mit denen haben. Template build, I like a 92 pass accuracy is insane. The bonus was another good one too. I'm telling you, 92 there's a lot of good ne? center ones. And Miles Turner, I like this one too. There is a lot of good center options under the NBA templates. Du kannst einfach NBA Template machen und dann nimmst du einfach irgendeinen Spieler. Das ist auch nice, Bruder. Das ist auch nice. Mich würde mal interessieren, ob du dann dieses Template im Endeffekt behältst, selbst wenn du den nochmal customized. Selbst, also wenn ich den Bild noch customizen könnte, also sprich, selber ein bisschen anpassen könnte. Anthony Davis is one of the better ones too. Also gets a 70 ball handle as well. I like the AD one. That was probably one of the better NBA template builds. Then we got So. Und wenn ich jetzt im Endeffekt noch auf Customized Beat gehen könnte, um die einzelnen Werte noch ein bisschen anzupassen, natürlich nicht in den großen Stil, aber nochmal ein bisschen, ne, das wäre insane, Bruder, for real. Alter, auch 86 Stärke, ne? Bruder, der kommt halt wirklich so jetzt schon übel nah an das Ding ran, wie ich den halt die ganze Zeit in 2K23 gespielt habe. Erstmal no joke, Digga. Außer, dass er halt mehr Close Shot und mehr Midrange Shot hat. Fast der Rest ist genauso, Digga. Wild. Wild. Mich würde mal interessieren, wie viel... Ach, man sieht das jetzt auch gar nicht mehr mit den Badges, wie viel man da kriegen kann, ne? Weil man die sich ja eh selber erspielen muss. Wild, Bruder. Wild. Er zeigt ja im Endeffekt nur hier, wie das funktioniert, oder? Maximum height to have blow by is 6'11". The maximum height to still have handles for days is 7 also foot. Du siehst die Badges immer noch. Bro, ich bin so hyped. Ach Ben, nicht, dass du dich jetzt wunderst, Digga, dass ich hier mit einem Jokic-Spiel rummache oder so. Aber der erste Bild, den ich immer mache, oder den ich jetzt mache, wird ein Jokic-Spiel einfach sein. Gerade für diese ganzen Random-Scheiß und sowas, Digga, weil mit einem Jokic-Spiel komme ich da am besten klar. Aber danach direkt der nächste Bild ist dann Meta, ne? Du weißt. Vor allem, ich will auch erstmal wissen, was die Meta denn überhaupt ist, ne? Bringt ja nichts am Anfang, sich ein Bild zu bauen und dann am Ende ist der... Genau wie bei meinem Big auf 23 Current Gen, dass da dann einfach Anker auf Gold und sowas fehlt, weißt du? Sowas möchte ich dann nämlich nicht. Wild. Wild. Also die Jungs hauen hier alle raus, Digga. Joe Knows mit einem Stunden-Video von dem Gameplay. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild, Digga. Ich habe aber nochmal zwei. Auch eins von Joe Knows. Und dann nochmal von BlaqKobra. Ein bisschen Gameplay-Shit. Ich weiß nicht, ob wir uns die komplett zusammen reinziehen, also komplett durchziehen werden. Ich mache jetzt aber erstmal an. Vor allem das von BlaqKobra, das habe ich selber schon gesehen. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Gönnt euch, Digga. Was habt ihr noch für Fragen? Ben, wo waren wir denn gerade, Digga? Wo ich gesagt habe, quatschen wir gleich damit voll. Achso, ob ich denke, dass Perilogs gut werden. Ja, ich denke schon, weil die ganzen Leute auf Twitter und so auch meinten, dass das können wir uns nicht mal reinziehen. Dass die Verteidigung viel, viel besser ist als in 2K23. Viel, viel besser sein soll. Und ich denke mal, ich werde dann so als Meta-Bild, denke ich mal, werde ich dann Lock gehen oder halt Big Man, eins von beiden. Ich hatte auch überlegt, ob ich in die Point Guard gehe, aber ja, mal schauen, Digga. Eins von beiden, ne, und dann nochmal am Ende noch ein Point Guard, ne, damit ich am Ende des Jahres ein bisschen selber schwitzen kann. So, ich bin gleich wieder da. Ladies and gentlemen, boys and girls, cats and dogs, it is time, okay? It is time to get into this NBA 2K24 gameplay. But before we do that, I want to give a huge thank you to 2K
And everybody who was involved in the community day, thank you, thank you, thank you. Now in this video, I'll be answering questions that you guys asked me on Twitter. So without further ado, let's get into it. Now Big Righteous, shout out to Big Righteous. He asks, does strength really matter in the post with bigs? Especially the way they saying strength is supposed to matter. Big Righteous, I got you. So I didn't get a chance to play with bigs. I wasn't really testing out the bigs, but as you can see, Kobe is moving Ray Allen. All right, now I'm not sure what Kobe's strength and back down Punisher is on, but Kobe is moving Ray Allen. And I noticed that not just with Kobe, but I also noticed it with Jalen Brunson. Jalen Brunson versus Kyle Lowry, Brunson was moving him. So if this is the case for guard play, I'm pretty sure it's the same for the bigs. Now KC was going crazy with the questions, I ain't gonna lie to you, but I'm gonna try and answer them one at a time. So he asks, how is the mid-range game with how court size spacing issues have been the past couple of years? Honestly, this year the mid-range game, in my opinion, is just as lovely as it was last year. In terms of the spacing, that's usually a user thing. Like if you have other people on your team who aren't really spacing the floor, then yeah. But in general, nah, this mid-range game is lovely. On top of that, here's what I noticed. So certain shots that you might think would be contested are not contested this year. The contest system is different. So if you notice, my defender, I'm using Jason Tatum. Whoever's guarding me does not have a hand up and he's not directly in front of me. And because of that, he gets a hand up late when the ball is out of my hands. That's open. You have to cover all phases of a jump shot. Now your boy K Drews asks, how did the shooting feel compared to 2K23? Was it a smoother or needed more work? Now in my opinion, shooting, I was playing on Hall of Fame. Now I ain't gonna lie to you, I was struggling. Right out the box, I was struggling on Hall of Fame. But once I got used to it, boy, did I get used to it. So like I was saying earlier, the contest system, as you can see, my defender, he's directly in front of me, but he's not actively guarding the jump shot. So I'm just gonna raise up. Bean is in takeover. I think his mid-range is a 99. If all phases of a jump shot aren't covered, then don't be surprised that they don't miss. You gotta cover every aspect of a jump shot. Now these couple of examples weren't really possible in 23. As you can see, Paul Pierce sprayed my teammate. Ja, und guck mal auch mal den Move hier an. Ich habe mich ja auch in 2K ganz lange darüber beschwert, wie dieser komische Stepback-Move funktioniert. Dass, wenn du den als Spieler triggerst, oder den halt einfach machst, dass dein Gegenüber eine sehr schlechte Chance hat, da zu recovern. Weil wenn du einen Stepback-Move machst, dein Gegner erstmal so frozen ist für eine Millisekunde, bis er dann endlich reagiert und upsteppt. Genau das gleiche sieht man im Endeffekt hier. And the reason that happened was Paul Pierce started shooting before my teammate was able to close. Okay, es sieht aber aus, als wenn der Player ein bisschen mobiler wäre. Vor allem ist es ja auch ein Big Man, ne? Weil das Problem war bei den Stepbacks, dass du halt, egal ob es ein Guard war oder sonst was, egal wie viel Defense-Werte der hat, wenn du diesen Stepback-Move gemacht hast, der war für eine halbe Sekunde frozen. Sah jetzt nicht unbedingt hier so aus, aber man könnte jetzt erahnen, dass dieser Move auch wieder funktioniert, ne, in 2K24. The gather of his jump shot is not being contested, that's open, right? So even when my teammate closes, wo ich dann sagen würde, das wäre eigentlich ein Contested Shot, Digga. Right when he releases the ball, that's not a einfach drin, Digga, reicht nicht für den Contest. Also das habt ihr auch Mike Wang dieses Jahr gesagt, dass wenn du den Ball nicht zu 100% contestest, also 100% Contest raufballerst oder blockst, dann könnte der Ball immer noch mal reingehen. Close enough. And I'm closing from his blinder side, his non-shooting side. And I'm right, bro, I'm right there. But the hand is not directly in front of him. And I'm closing. So this is not gonna be a high enough contest for him to miss. And he sprayed me. Also, Bruder, ne, also, vor allem, das ist alles von 3, ne, das sind alles Dreier, Digga, ne, also wurde ja gesagt, Dreier sollen diesmal ein bisschen schwerer sein, aber so wie das hier so aussieht, Bruder, funktioniert diese ganze Scheiße, wo du denkst, bei Midrange kann ich das verstehen, weil Midrange im Endeffekt auch nicht so viel Kraft und so viel Freiheit im Endeffekt braucht, um den zu treffen wie den Dreier, aber das passiert ja auch alles bei Dreiern, Bruder, der Typ hat den, Bruder, guck dir mal, wo Kobe ist, wo Kobe ist, Bruder, er frisst ihn gerade auf. So this is und das reicht nicht. Oder dann sage ich gleich, dass es nicht auf Skill ankommt. Kommt drauf an, wer am besten seinen Zen einstellen kann, ne? Das ist auf Nummer 1. Und ja, danach einfach ohne Spaß, wer seinen Jumpshot am besten kennt, Bruder.
Darauf kommt es dann, glaube ich, auch sehr, sehr krass an, wenn du dich auf Shooten verlässt. Ne? Wir wissen alle noch nicht, wie das Danken sein wird. Aber wenn es nach Shooten geht, Bruder, und so eine Sachen reingehen, dann geht es wirklich darum, wie gut du deinen Jumpshot kennst. Denk dir mal, du verlierst deswegen deine Badges. Ja, Bruder, ich bin echt gespannt. Ne? Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich würde mich auch darauf gepasst machen, dass wir einfach so sagen nach einem halben Jahr, gut, Bruder, scheiß drauf, wir gehen wieder 2K23, ne? Digga, ich mach wieder auf alles gefasst, Digga. Ehrlich, jetzt machen wir auf alles gefasst. The miss, and he sprayed me. Bro, listen. This is not the Er muss auch erst mal auf Pause drücken. same game, man. This contest Er muss auch erst mal auf Pause drücken, darauf kommt er gar nicht klar. system is completely different, Geil. and I'm going to show you on the user end as well. Now, Ray Allen is in an aggressive defensive stance, but Jetzt könntest du denken, er spielt halt auf Hall of Fame-Schwierigkeit, dass du sagst, okay, Bruder, vielleicht machen da die Computerspieler einfach ein bisschen besseren, krasseren Shit, ne? Weil, kennst du ja selber in 23, wenn du auf Hall of Fame spielst, die machen ein bisschen anderen Shit, als im Park funktionieren würde. Es kann sein, dass ich Aussagen tätige, die für meine Hautfarbe, Bruder, dann stellen wir dich lieber mal für 2K24 jetzt jemanden vor, den ich noch nie gekannt habe, ne? Und dann mache ich auch immer so, hey, sag mal, reiß dich mal zusammen. Felix, was soll denn das? Ne? Sowas reden wir hier nicht. Und dann machst du es einfach weiter, Digga. Aber weil du so ein guter Spieler bist, kann ich dich nicht ghosten. Ne? Das ist einfach der neue Juan, heißt jetzt Felix. he's not actively Und beleidigt die ganze Zeit irgendwelche Leute mit komischen N-Worten und so. guarding the jump shot. You can take advantage of this in 2K24. He's not guarding the jump shot, so I start to shoot, and by the time he Das ist nämlich das Problem. Guck mal, jetzt nur mal hier kurz. Er sagt, man guardet nicht den Jumpshot. gets his hand up, that's not going to be a high enough of my hand. So I Bruder. start can take advantage of it. Also rein theoretisch, so wie der Typ jetzt steht, du drückst den rechten Stick nach rechts. Du spielst ein bisschen die Passing-Line, weil du machst ja den. Wenn du den Shot jetzt spielen willst, dann würdest du die Hand nach oben machen. Das Problem ist aber bei Hand nach oben, dass es bis jetzt jedes 2K so war, wenn du die Hand nach oben gedrückt hältst oder einfach drückst, dass dein Gegenspieler dadurch Animation bei dir triggern kann, dass du dann irgendwie so eine komische Animation hast, dass er nach vorne steppt und den contesten will, aber er gar nicht shootet und dann einfach an dir blowbein kann. Also, Digga. Bruder, steckt den Finger in den Mund. Ja, das ist, In 2K24. He's not guarding the weil er da den Jumpshot nicht guardet, in dem Moment ist das einfach völlig frei. jump shot, so I start to Ich sage immer, wenn du streamen sollst, alles klar, perfekt. shoot, and by the time he gets his hand up, the ball is already out of my hand. That is not gonna be, that's not good shot defense. That's not gonna That's not good shot defense, Bruder. Er hat den Arm, das ist der Jumpshot, er hat den Arm einfach hier zwischenkommen, so, Digga, ist keine gute Defense. Also, no hate gegen BlaqKobra, das ist der einzigste 2K-Typ, den man auch wirklich mal gucken kann, weil der nicht ankommt. So speedboostest du links, so speedboostest du rechts. Weißt du, er ist jemand, der auch mal ein bisschen Basketball-IQ in das ganze Spiel mit reinbringt. Aber, Bro, ich weiß nicht, wie das wird. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich kann mich schon auf die Leute gefasst machen, Bruder, die so auf Legend gehen, Digga, spielst gegen die, haben alle Badges auf Hall of Fame, Bruder, dann siehst du das, erschreckst du dich erstmal und die drücken dir am laufenden Band so eine Shots ins Gesicht, Digga. Weil du ja nicht das gemacht hast. Das ist Rentner-Shit, was der sagt. Deine Schnauze, er ist der Beste, Digga. Bruder, bin doch nicht mehr hyped. Chill. be a high enough contest for a shooter who's Okay. badged out to miss. Okay, wir haben das. Same Wir haben example. das jetzt. Ja. MJ just pulled off, warte mal. Das gucken wir uns auch noch an. who's badged out to miss. So, wir gehen das alles nochmal durch. Hier gathert er den Ball. Er ist... Bruder, es geht Enough so schnell. contest for a shooter Warte. who's badged out to miss. So. Wir machen mal auf 0,5. So. Same example. So, da ist er in der Shooting Position, ne, weil das können wir ja auch noch als Pumpfake werten, ne, dass er noch gar nicht shooten komplett durchdrückt. Aber weil du im Endeffekt, du bist ja selber gerade, er ist ja selber gerade vom Screen gekommen, ne, er ist ja selber gerade, Out to miss. er muss ja mal gucken, ne, da hinten ist jetzt MJ hier in der Ecke, der kommt hier gleich um die Ecke, da, und du bist noch, du willst halt du spielst den Cut, ne, du spielst ein bisschen die Lane, damit er nicht direkt anfängt zu driven und kommst dann langsam hoch, aber weil du so langsam hochkommst und ihn nicht direkt die flache Hand ins Gesicht hältst, pusht er einfach durch und nimmt den Shot. Und weil das auch alles so schnell geht, und Bruder, man muss auch sagen, er kommt natürlich von der linken Wing und kommt nach rechts oben, Digga, als richtiger Basketballspieler weißt du, dass du dann einen schnelleren Jumpshot hast, weil du nicht die ganze Schulter turnen musst. Aber weil das so schnell ist, hat er keinen Contest mehr da drauf. Und wide open, Bro. Because he noticed that I wasn't guarding the shot. So it's
Was geht, Raptor? Alles gut bei dir? As soon as he catches it, I'm in a defensive stance, but I'm not, as you can see, I don't even think he's gonna shoot it. I'm not guarding the shot. Also du musst dieses 2K den Arm oben haben. Right? So I'm not guarding the shot and Du stehst, Bruder, jetzt mal no joke. Jetzt mal kurz no joke. Scheiß mal auf 2K und dies und das, Digga. Wenn ich das in 2K20 damals gesehen hätte, hätte ich gesagt, Bruder, das ist mindestens 13% Contest. Oder bin ich jetzt komplett wack oder was? and he just Wir arbeiten gerade dagegen. pulls Raptor. up. I'm not in his shooting space, so that's Bruder, das ist 120%. Soll ich dir mal 120% zeigen? Warte mal. Ich zeig dir mal 120%. shot. So I start to Warte, nicht der. contest for him. Der ist 120% Gas. Das ist 100%, Closing from his 120% gerade. blinder side, his non-shooting side. Das ist 100% gerade. Und du kommst ja von der Blinders-Side, nicht seiner Shooting-Side. Deswegen ist er ja wide open. And I'm right, bro, I'm right there. But the hand is not directly in front of him. And I'm closing. So this is not going to be a Wide high open. enough contest for him to miss. And he sprayed me. Ich hätte gern gesehen, was jetzt 2K dazu sagt, ob das wirklich wide open war oder wie hoch das covered war. Das hätte mich jetzt mal wirklich interessiert, Digga, bei dem Shot. Bro, listen. Also, ganz kurz, um das zusammenzufassen, auch für dich, Raptor, du bist ja gerade neu dazugekommen. Dieses 2K, wenn du deinen Jumpshot wirklich kannst oder sehr krass darin bist, deinen Zen einzustellen, dann wirst du dieses 2K Leute ficken damit, dass du einfach deinen Jumpshot perfekt kannst. Weißt du, wie ich meine, Bruder? Die Leute können nicht contesten, wenn sie den Ball nicht blocken und du den gut timest, dann ist der Ball drin. Ne? Ich sag nur plus 20% Green Window, wenn du ohne Shotmeter spielst. Wild. Aber jetzt kommen wir auch nochmal hin. Jetzt geben wir uns auch nochmal ein bisschen Hype, ne, damit wir nicht nur komplett abgestumpft sind. Joe Knows just mit dem Video NBA2K24 just changed everything. Dann kommen wir mal rein. Ladies and gentlemen, welcome back to another video. Now, 2K dropped the city reveal today, and everyone's, interested in how the city looks, but you guys know how my brain works. And the most important thing I found in this entire trailer video is Zeigt er jetzt den Trailer oder nicht? that 20 seconds. And Also ohne Spaß, das sieht alles schon sehr geil aus. Die City und sowas, Digga, das Neue, so, das finde ich schon sehr geil, Digga. Mit dieser Miami Vice Beach Promenade, so, finde ich schon sehr geil. Aber das Gameplay muss halt stimmen, ne? Dann ist für den Guard Peri-Defense übelst wichtig. Ja, Bruder, auf jeden Fall, ne? Defense soll besser gemacht werden, Bruder, aber wenn so eine Sachen funktionieren, Bruder, dann kannst du ja Defense spielen, wie du willst, ne? Wenn du den Typen nicht liest wie ein offenes Buch, Bruder, dann frisst er dich auf. I feel like it's the least anybody. Aber man muss auch sagen, wir haben das gerade bei Kobe Bryant und Ray Allen gesehen und Michael Jordan. Das sind jetzt 3 NBA-Spieler, wo ich sagen würde, wenn es bei denen um Shooting geht, Digga, MJ hat ja auch gerade einen Midrange-Shot genommen, Kobe hat einen Midrange-Shot genommen und Ray Allen war ja sowieso für Dreier bekannt. Dass sie wahrscheinlich auch Badges haben, dass die Dinger so funktionieren, wie es da funktioniert. Trotz alledem würde ich den Dingern einen krassen Contest reinpacken. Und Tatum, habe ich Tatum gesagt? Ray Allen, Bruder, Ray Allen. Ich habe nur Boston-Jersey gesehen, fick dich. Ray Allen ist ja auch bekannt dafür, Dreier zu werfen. Und ich denke mal, die haben Badges dafür, dass das so funktioniert. Aber, was war Tatum? Es war Ray Allen, Digga. Bist du besoffen? Ich krieg einen Fünfer von dir, wenn das, ich gebe einen Sub aus, wenn das, du gibst einen Sub aus, ne? Du weißt Bescheid. Was war denn das jetzt? War es hier? defender, he's directly in front of me, but he's not Das war Ray actively Allen. guarding the jump shot. Weil er hat doch selber, da war auch Tatum dabei. Nein, Digga, bist du besoffen? Das Kobe Bryant, das ist nicht irgendwie All-Star-Games oder so, sondern das sind einfach die Teams von damals. Deswegen Kobe Bryant gegen die Boston Celtics mit Ray Allen. So, I'm just gonna raise up before my teammate was able to. Also ich sehe hier nirgendwo Jason Tatum. Ich sehe hier Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo und ich denke mal, das ist Kendrick Perks oder so. Das war James. Einer, der Ahnung hat. Close. The gather of his jump shot is not being contested. That's open, right? So even when my teammate closes, right? Aber warte mal. Meinst du am Anfang, wo ich nicht dabei war? Weil wenn jetzt am Anfang irgendwo die Tatum zu sehen ist, dann habe ich mich selber gefickt. Brunson, moving Ray Allen, and I noticed Allen. All right, dude, I'm using Jason Tatum. Whoever Ja, fick dich, Digga. Fick dich, Digga. Ja, gut.
talking about because everyone's obsessed with the city and all that, and I get it. Yeah. But this is the most important thing, and this raises a million questions and changes everything about the builder that we know. Well, my builder breakdown drops at 11 a.m. Ich kenne das Video halt vorher. Ich wusste, dass irgendwo Jason Tatum drin ist. Ich habe aber gedacht, nicht in den ersten paar Minuten. The answers to this, I'm gonna be honest. Be careful making your first build because this could change everything about builds. And let me explain. All right. So basically, there's two affiliations, Rise and Elite, and you gotta choose one of the two. And essentially, even if you choose Rise and then eventually you want to switch, essentially, even you gotta reset everything you already grinded in terms of rep reward levels and start all over. So, you know, anyone that's trying to grind, you know, through, you know, rookie and veteran to top 10 and all that stuff they talked about, you don't want to have to switch affiliations because you're going to lose all that. So, if you choose Rise, you get a Bus an Rex, TC, TTV. Für den Sub. Ja, das ist ja auch noch den ERSTE giftet ET1 sub Boppe. Boppe. Defense and shooting boost, but the problem is. Ja, genau, das ist nämlich auch der Unterschied jetzt bei 2K24. Wer zum Pick ist Patch Mbappé. Ist ein guter Kollege, ja. Wir haben jetzt 2 Affiliations, nicht mehr diese 4 Stück, die wir davor hatten. Jetzt haben wir nur noch 2 Stück. Elite und Rise. Bei Elite bekommst du einen Boost auf Playmaking, einen Shooting Boost und auf Defense. Bei Rise bekommst du einen Boost auf Finishing und auch Playmaking. Ne, was sind das erste hier? Big Plays. Auf Two-Way bekommst du einen Boost. Und hier bekommst du einen Boost auf Finishing und auf das, ne? Also musst du dir auch deine Affiliation überlegen, wo du am besten reingehst, was du selber für ein Spieler bist. They don't tell us how much the boost is. Ich sag jetzt schon mal alle mit Lock in Elite, wahrscheinlich. Ja. For example, back in older 2Ks, like let's say 2K20, when you did Gatorade drills, it would tell you +4 to speed, +4 to acceleration. And literally your speed, if your speed was 90, now it would be 94. If your acceleration was 90, now it would be 94. Y'all get what I'm saying? It's literally a specific how much. So, wir haben hier so ganz kurz, wir haben hier was, die wahrscheinlich sein werden. Rise Affiliation wird wahrscheinlich Dribbler, Slasher, Post-Scorers und Twos-Players. Elite werden Two-Way-Player sein, Three-Point-Hunting Guards, ne, Ben. Logs, Poppers, da bin ich dabei. Pure Stretch Bigs könnte ich auch sein und Three-Players, ne. Und ich liebe Threes, ne. Twos könnte ich kotzen. Also, ja, wir gehen wahrscheinlich alle in Elite. Oder wie sieht's aus, Mädels? Boost you get. Right after I was reading all this, I commented down here, I said, and then I put this tweet out, and I said, now here's the real question. Do the attribute boosts received from choosing an affiliation count towards unlocking badges and animations? Because, let's be honest. Bruder, das hatte ich ja letztes Jahr schon im Endeffekt damit, dass ich mir einen Bild gemacht habe, wo ich nur 92 Danken hatte und du brauchst 93, um bestimmte Animationen freizuschalten. Und ich gedacht habe, wenn ich jetzt ein Sleeve extra drauf packe, dass ich den dann die Animation freischalte. War aber nicht so. Ich denke mal, genauso wird es mit diesen ganzen extra Boosts und sowas sein, Digga. Du kannst dich nicht damit einrechnen, von wegen, ob du jetzt, ja okay, Bruder, ich kriege ja eh noch einen Boost von Elite, deswegen mache ich nur 75 Dribbling, weil ich werde am Ende eh dann auf 80 oder so kommen. Ich denke mal, so wird das nicht sein. Heute mal Rocket League, Bruder. Mal schauen. If they do, we need to know that. We spend a lot of money on builds, right? You're spending, what, $100 per build about? Let's say roughly, because it's an easy number. $100 per build. You don't want to mess your build up because you didn't know that you were getting a specific boost. Now, who knows? Maybe the boost you get is like +5%, and you'll never actually see exactly how many attributes you're gaining. But if it is a specific attribute number gained, cool. So we'll have we'll really know what our rating is going to, but also does that now contribute to unlocking badges and animations? Because like, let's say if you're a 6'8" point guard and I know by going. Weil ich mir auch gerade so denke, Bruder, ich glaube, wir sollten mal alle erwachsen werden, ne? Da sitzt so ein Typ, Digga, der hat sogar schon Haarausfall, so viel. Und er redet darüber, was es denn so Neuigkeiten gibt, wie viel Boost man denn in dem Spiel bekommt für besondere Sachen und sowas, ne? Ja, also ich habe gerade Realitätsverlust oder Realisierung bekommen oder so, keine Ahnung, Digga. Into, what was it? Which affiliate? I don't want to get it wrong. Going to choose the affiliation called Rise, I get a playmaking boost. If that's like +5 to my ball handle and speed with ball, now I'm unlocking. Ja, du hörst dich aber auch schon an wie ein 35-jähriger Dauerraucher. Different animations, and my 6'8" is going to be moving way faster than if I had chosen to go to the Elite affiliation. Or in terms of badges, maybe it would unlock
higher levels of badges because I'm getting a higher attribute. Now, it could work like arm sleeves, right? The +1 driving dunk arm sleeve. You don't unlock new animations with it. You just get an extra attribute on that. So denke ich mal, wird er sein. So we don't know, but it would be nice to know. That's why I'm like, kind of like, damn, like maybe they're leaving us on a cliffhanger on purpose, right? They want us to talk. They want to build the hype. Maybe that's what they're doing. But before that game drops on September 8th, we need to know that. Otherwise, we're gonna be messing up a lot of builds because we don't have all the information that we need. Another. Ja, aber das will doch 2K, dass du deine Builds reinscheißt, Digga. Damit du dir nochmal extra Geld reinsteckst, damit du nochmal einen neuen Bild anfängst. Point I want to make, and I saw Laker fan bring this up in a tweet, was basically like, what if playmaking boosts work like 2K17? Like, people are going to be upset if they don't know that information when they make their build. Because like in 2K17, right, depending on the affiliation you chose, like Sunset gave you, I think it was like a ball handling boost or just an overall playmaking boost. So like certain builds could only speed boost if you belong to Sunset. So like I think it was the 6'10" point forwards, if I remember correctly. It was like if you chose Rivet or Flyers, you couldn't speed boost. But if you belong to Sunset, since you got the playmaking boost being in Sunset, you. Ja, hört sich beides krass an, ne? Also jetzt, das ist das Problem. Es ist alles nur. Das sind alles nur Vermutungen. Das ist ja keiner von den ganzen NBA-Leuten jetzt gepostet, Digga. Das waren alles nur irgendwelche Content-Creator. Die wissen das halt nicht zu 100%. Aber ja, wie er schon meint, ne? Also wenn du am Ende wirklich hier ist, keine Ahnung, du musst eine bestimmte Affiliation nehmen, damit du bestimmte Speed-Boosts bekommst, Digga, auf dein Bild. Das würde ich glaube, das wäre insane. Für Gas ist, glaube ich Rise sogar besser. Mal schauen. You could speed boost. Like, that's something we need to know before we make our builds, right? Like, I'm not tripping over this. Like, that is something I need to know before I invest hundreds of dollars into builds, all right? So, you see, Grinding commented down here. A lot of people chimed in on this, and hopefully more people do so that we can get a response. As you can see, I tagged some of the devs, so hopefully, if I do get a response, I'll update you guys, but as of right now, time of recording this video, I haven't gotten a response. But Grinding made some good points. He said, the first thing we need to know is exactly how much the boost is, right? Like I said, is it +1? Is it +4? Is it +10? What is it? Like, what are we actually getting? Because that's very important. Weißt du, wenn das jetzt alles irgendwelche 2K-League-Player, dann hätte ich gesagt, Bruder, natürlich brauchst du diese Info. Aber das sind alles normale Content-Creator, die im Endeffekt jetzt darauf warten, dass ein Spiel rauskommt, ein neues Spiel, Bruder, und die damit dann neuen Content createn können. Das Dumme ist aber, dass es in der 2K-Community ja darum geht, dass du gewinnst, Digga, und dass der einzige Content ist, den du createn kannst. Und du deswegen das Maximum aus deinem Bild rausholen musst, Digga. Und du deswegen schon Haarausfall davon bekommst, Digga. Über wie viel Gedanken du dir machst, Digga, was in 2K24 rauskommt, Digga, mit Anfang 30. Two, can we buy boosts after and have it stacked? That's something I didn't even think about, right? If you go to... Da kannst du ohne Kappa schreiben, Digga. Right. If we go to Elite, we get a defensive shooting boost, right? So can I take that shooting boost from the affiliation and then also buy jump shot boosts and have double boosts? You know what I mean? Like, that's a pretty good question. I didn't even think about that. That's why it's beautiful that we have Twitter and all these platforms, YouTube comment section down below. Get your comments in, right? Starting those discussions, we get a lot more questions and hopefully we get a lot more answers from the people that we want answers. Ich habe jetzt auch heute nochmal geguckt, Digga, also bei Discord stand, dass wir unter Umständen die Copies ein bisschen früher bekommen werden oder vielleicht teilweise einfach zum Release, Digga. Aber eine Uhrzeit oder einen bestimmten Tag oder so hat sie noch nicht gesagt, ne? Außer 8.9., das weiß man halt. And lastly, he said, do the boosts affect our animations? For example, if we have an 81 ball handle and after the boost get an 86, can we unlock 86 ball handling dribble moves? Super important for our decisions. And that's exactly what I just touched on, right? Ja, Bro, das wird sich nicht ändern. Das wird genauso mit den Sleeves sein. Darüber redet er jetzt 10 Minuten lang. Brand new two-way tenacity gameplay boost. Make a big. Er redet jetzt 10 Minuten über diese verkackten Boosts. Thing was some information from some of the stuff that they say in terms of what you can expect in the city and in the park and all that. But again, was bekommen? 2K bekommen. The biggest thing that I saw was the biggest thing I saw was that boost screenshot, and that's where we need information, because if we're gonna make our builds the way we want them to and to be the best builds possible. Ja, best builds possible. Das ist halt ohne Spaß. Das ist das Problem in der 2K-Community, ne? Denen geht es gar nicht darum, jetzt den meisten Spaß oder sowas zu haben, Digga, sondern zu sagen, okay, diesen Playstyle möchte ich haben, so oder diesen Playstyle. Sondern die Leute lassen sich komplett auf das Spiel ein, gucken, was da am besten ist und wollen dann die besten Bild rausholen, Digga. Weil es nur noch darum geht, wer der Beste ist, Digga, anstatt wer am meisten Spaß hat. Oder so, Playstyle, okay. Das kann ich mir auch vorstellen, Jani. All things that we really need to
We really need that information provided to us. Otherwise, a lot of people are going to be upset. A lot of people are going to be upset, right? You're going to have to change affiliations to be able to get the build you want. That's going to reset all the rewards you earn and all that. Also in here, what they announced was in top 10, you know, it's not legend anymore. It's called top 10. You can go in and out of the top 10. And when you fall out of the top 10, you lose those top 10 rewards you unlocked. And the big question I had too is, okay, first of all, you could lose the rewards. That's kind of crazy. But the second big thing was, what even is the rewards going to be for top 10? Because it's not. Das ist wild, Digga. Also es gibt nicht mehr Legend-Status, sondern es gibt einfach eine Top 10, wo die 10 besten Spieler, ich denke mal, du musst auch eine bestimmte Marke erreicht haben, so und so viele Punkte und so, dass du überhaupt reinkommen kannst. Aber in dem Moment kriegst du dann Plus und selbst wenn du aus dieser Top 10 mal irgendwie rausfliegst, kriegst du auch wieder das Minus. Ne? Diese ganzen Boosts, den hattest du dadurch. Wieso holt ihr das überladen? Ich krieg das Spiel von 2K selber, Ben. Oder tust du, als wenn du gerade heute das erste Mal da bist, Digga. Musst du deinen VIP wegnehmen und deinen bunten Porsche. Not like you can get like extra badge upgrades. Jani, kannst du Ihnen mal bitte kurz erzählen? Like, we already know there's no badge upgrades. You can get any badge your build potentially gets, you'll have. Like, we already confirmed that. Like, they start on bronze. Like, we already got all that information. Dass ich 2K-Partner bin. Genau das. Warum ich oder seit wann ich den 2K bekomme, Bruder. Seit wie vielen Jahren das schon normal ist, dass ich mir 2K nicht kaufe. Also ob man das nicht weiß. Keine Ahnung, Bruder. Ben weiß das nicht. There's no badge upgrades. Like, what are they really going to provide us in terms of if it's a competitive advantage for staying in that top 10? Ich glaube, der hat sich seine ganze Gehirnzellen weggeraucht, Digga. Wusste das nicht. Du Lelek. Du kleine... Because Gut. I feel like if you can drop out of it and the rewards aren't that great, a lot of people aren't really going to be motivated Also Ben, jetzt hast du auch keine Ausreden mehr. Seit 3 Jahren am Start, Digga, und dann sowas nicht wissen. to get into that top 10. Like, just interesting questions that hopefully we get more information on, obviously. But the big thing I want to know is those boosts from affiliations. We need to know that information. If it affects animations, badges, it changes everything, man. I don't want y'all to waste my... Wusste ich vorhin nicht. Ja, wild, Digga. Also nochmal an die ganzen Leute auf YouTube, ne? Wir haben wieder über 10.000 andere Sachen geredet als über das Video. Das Video von Joe Knows habe ich eigentlich gedacht, dass er ein bisschen einfach allgemein über den Trailer redet. Hat er jetzt nicht gemacht. Er hat sich eher darüber aufgeregt, ob man den Boost bekommt oder nicht. Finde ich ein bisschen alles übertrieben. Lasst euch alle doch einmal auf Game rein. Es geht nur noch darauf, Spaß zu haben, Digga. Ne? Wer in 2K reingeht, um zu gewinnen, Digga, der hat sowieso so kleine Eier, Digga. Geht wahrscheinlich niemals raus und sieht aus wie Philo, wo er so aussah wie das Emote. Dankeschön. Mein Watchtime ist echt ass für meinen Follow-Age. Bruder, du musst mal bei Milkman gucken. Der hat einfach 23 Tage oder so. Rex hat auch so eine Bauchtasche und Cap von 2K bekommen. Oh ja, es war keine Cap, es war so ein Tee, so eine Tasse, ne, mit so Thermo, von wegen, wenn du reinmachst, dann ändert die Farbe. Aber, ja, Mann. Für mein Follow-Age war aber auch, ey, du bist Fanboy. Ja, Ben, Digga, deswegen, du bist auch ganz verloren, Bruder. Jetzt, Digga. Jetzt, vor 2 Jahren oder so kam noch mal einer hier rein, Digga, wo der Two-Snakes auch gar nicht mehr am Start war, von wegen, ja, warte mal ab, ne, weil er meinte so, ja, hast du auch gehört, dass der Two-Snakes wiederkommt? Ich lach mich darüber tot. Ich sag so, Digga, was diese Info her, Digga? Ich sage, ich würde mich freuen, wenn er wiederkommt, glaube ich aber nicht dran. Und er regt sich voll darauf, dass ich darüber lache. Ihr lacht alle und ihr werdet sehen, wenn er wiederkommt und was weiß ich. Sünde, der kam halt nicht wieder. Wegen dem auf dich gestoßen. Das ist auch das einzig Gute, was er jemals gemacht hat für mich. Wann kommt 2K? Ja, wie Janni schon meint, 8.9. wird 2K kommen. Gut, Mädels, ich bin raus.